Liebe Lego-Freunde, die Zeiten sind gekommen. Es folgt das Video, nachdem die ganze Welt ein Eisenbahnfan sein wird. Denn wir präsentieren euch heute den wunderbar fantastischen Metroliner aus dem Jahr 1991. Könnt ihr euch das vorstellen, dass dieser Zug fast 30 Jahre alt ist und er so glänzt immer noch oh Gott. so alt wie du. Und er hat sich genauso gut gehalten wie du dich. Er ist immer noch wie neu und glänzt wie am ersten Tag. Das ist die Setnummer 4558 mit 784 Teilen, fast 800 Teilen. Und das ist ein traumhafter Zug. Weißt du, selbst du hast mich schon des Öfteren gefragt, wieso die Leute immer nur dieses alte Zeugs gut finden und die neuen Lego-Züge zum Beispiel teilweise nicht so gerne mögen. Ja. Das ist mitunter einer der Hauptgründe, warum Lego-Züge früher besser waren. Wir werden uns das jetzt in den nächsten Minuten schnell mal ansehen. Ich muss schauen, dass ich ruhig sitzen kann und nicht ausflippe, denn das ist wirklich einer meiner Lieblings-Lego-Züge, die die Firma Lego jemals auf den Markt gebracht hat. Zum Glück keine andere. Sehr gespannt. Ich würde sagen, wir starten wie immer mit den Minifiguren. Und gleich hier werdet ihr merken, früher so war viele. bei den Lego-Eisenbahnen wirklich so manches besser. Wir haben bei diesem Set sage und schreibe 11 Minifiguren dabei, die relativ klassisch gehalten sind, aber ihr müsst bedenken, wir sind im Jahr 1991. Wir haben 3 Personen, die als Zugpersonal durchgehen würden, kommt mir vor. Und die restlichen 8 sind Passagiere. Und dabei sind einige Frauen. Einer hat so einen Cowboy-Hut auf, mit Rucksack. Es sind auch diverse Koffer noch mit dabei, die sind hier hinten in dem Gepäckswaggon drinnen. Ja, es sind alleine schon 4 Frauen dabei, was ich echt super finde. Ich meine, ich bin ja, wie du weißt, nicht so ein großer Fan von den... Der Emanzipation. Nein, von den Gesichtern von früher. Die gefallen mir jetzt nicht wahnsinnig gut, aber gut, es ist halt alt. Damals hat es halt nur dieses klassische Gesicht gegeben, ja. Aber trotzdem, jeder hat einen anderen Oberkörper. Ja. Und was mir einfach so gut gefällt, ist, bei diesem Set sind 11 Minifiguren dabei. Das ist ein relativ großer Zug. Hier dabei ist auch dieser große Bahnsteig, den wir uns dann noch anschauen werden. Und wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel mit dem Zugset aus, ja, diesen Rucksack, den finde ich auch sehr cool, mit dem Zugset aus 2018, die 60197, da sind, glaube ich, nur die Hälfte an Minifiguren dabei. Das heißt, man hat die Wahl, man kann die Figuren entweder in den Zug hineinsetzen, dann ist der Bahnsteig leer, oder man stellt die Personen auf den Bahnsteig, dann ist der Zug leer. Hier bei diesem Set kann man alles mit Lego-Männchen bevölkern und es sieht einfach immer gut aus. Ist das nicht toll? Natürlich. Ist das nicht toll? Bevor wir jetzt zum Zug übergehen, schauen wir uns dann noch kurz diesen tollen Bahnsteig an. Also da sollte Lego auch vielleicht mal schauen, was sie in der Vergangenheit Tolles hervorgebracht haben. Der neue Bahnsteig von Lego ist ungefähr so groß wie diese rote Sitzfläche hier. Genau, wir haben hier auch noch eine Sackkarre mit einem 1x2-Stein, der einen Aufkleber drauf hat. Ich glaube, das spiegelt ziemlich ein Brief oder ein Paket ist das. Ich glaube, das ist ein Paket, ja. Und hier dieser große Bahnsteig, auf dem auch viele Personen Platz finden, hier mit dieser Rampe und den 2 tollen Laternen. Und hier, das wird man auf der Kamera wahrscheinlich nicht besonders gut sehen, ist so eine kleine Anzeigetafel, wo dann auch steht, wann welche Züge abfahren. Also die gefällt mir schon sehr gut. Die kann man hier an die Gleise andocken und dann können hier die Personen warten. Es sind im Set übrigens auch Schienen dabei. Es ist ein ganzer Schienenkreis dabei plus 4 Geraden, also genauso wie wir hier das jetzt aufgebaut haben. Und dass es ein formidabler Zug ist, das zeugt allein schon davon, dass dieses Set als eines der wenigen nochmal auf den Markt gekommen ist. Weißt du das eigentlich? Nein. Also hier haben wir jetzt das Original. Ich habe sogar noch die Anleitung davon gefunden. Die 4558, allein schon ein Blick in diese alten Anleitungen, das versprüht schon einiges an Charme, finde ich. Die gefallen mir immer gut, auch so nur so zum Durchblättern, denn da tut sich schon einiges pro Seite. Und Lego hatte
ich glaube 2001 war das, die glorreiche Idee, die allerbesten Sets, die jemals herausgekommen sind, wo dieser Zug natürlich dazugehört, nochmal auf den Markt zu bringen. Das heißt, genau so wie dieser schaut der dann aus. Genau, Oder hat der sich das ist 1:1 dasselbe. Der Zug ist nicht auseinanderzuhalten vom Original. Das heißt, der ist 2001 nochmal erschienen in der sogenannten Legends-Reihe. Man kennt die Anleitungen auch überhaupt nicht auseinander. Das Einzige, was hier anders ist, ist, dass beim neuen Legends die Setnummer hier 10.001 ist. Also das ist das andere. Und das ist aber der uralte. Das ist das Original, das habe ich glaube 1994 oder 1995 bekommen. Also das kann nur der originale Zug sein und den schauen wir uns jetzt mal in aller Ruhe gemeinsam an. Sehr und gern. Ihr könnt euch schon darauf einstellen, es geht weiter mit lauter tollen Sachen. Also das Video wird nicht langweiliger und nicht weniger sensationell. Zuerst mal vom Design her ist der Zug hier ziemlich stark angelehnt an die amerikanischen Amtrak-Züge, falls ihr die mal wo gesehen habt, vielleicht in einem Film. Wir haben hier vorne das klassische Zug-Vorderteil, das auch in anderen Lego-Sets dann später für Züge verwendet wurde. Natürlich hier die tollen Eisenbahntüren, die man auch auf- und zumachen kann. Ich zeige euch das mal. Natürlich, hier kann man reinschauen. Weiter hinten geht auch eine große Tür auf und hinten haben wir dann diesen Schlauch, wo man dann in den nächsten Waggon gehen kann. Was ich jetzt sehr interessant finde, ist, dass man hier sogar Fenster hat, wo man durchschauen kann, was wir zum Beispiel bei dem orangenen Zug, dem Horizon Express oder wie er auch immer geheißen hat, genau, nicht konnten. Das stimmt. Und zwar, wenn wir einen Blick ins Innere werfen, dann siehst du auch, warum das so ist, dass hier hinten Fenster sind. Und zwar beginnen wir ganz vorne. Wir haben das klassische Führerabteil hier mit sogar den Konsolen und dem ganzen Kontrollzeugs. Hier ist auch ein Kabel verlegt, denn die 9-Volt-Züge, ich glaube auf dem Video wird man es nicht besonders gut sehen, die haben ja auch Frontlicht, wenn sie fahren. Und je schneller sie fahren, desto heller leuchtet das. Also hier sitzt unser Zugführer drin. Dann haben wir hier im Mittelteil einen angedeuteten Motor, der eigentlich auch ganz cool aussieht. Und auch ein großer Unterschied zu diesem neuen orange-dunkelblauen Zug. Bei dem ist ja hier vorne das Führerhaus, dann ist hier relativ lange nichts und hier hinten kommt dann die Batteriebox von dieser neuen Powered-Up-Steuerung. Genau. In der Mitte ist, wie gesagt, gähnende Leere, da tut sich überhaupt nichts, keine Ahnung, was das sein soll. Hier haben wir schon in der Lokomotive ein kleines Café oder ein kleines Bistro. Also wenn das mal nicht cool ist, da kann man Leute hinstellen, die trinken hier Kaffee und die haben hier schon in der Lokomotive eine schöne Fahrt. Ansonsten ist das bei Lego-Sets bis jetzt nur relativ selten vorgekommen. Also hier, da sind die Fenster wirklich von Nutzen, denn hier können die Leute schon Kaffee trinken. Wie gesagt, da sieht man den Kaffeebecher hinten, den blauen. Ganz genau. Zum Teil gehen leider die Aufkleber schon ein bisschen ab, aber das Set ist 30 Jahre alt, das kann man verschmerzen. Also wie gesagt, eine sehr tolle, klassische Lokomotive. Weiter geht's mit dem Mittelwaggon. Der ist von der Optik jetzt natürlich, wenn man die Lokomotive gesehen hat, nichts Besonderes mehr. Er ist ungefähr genauso lang und durchgehend mit Fenstern auf beiden Seiten bestückt. Aber das macht hier auch nichts. So soll er ja auch sein. Also es muss keine sporadische Kreativität hier an den Tag gelegt werden. Wir wollen das ja so realitätsgetreu wie möglich. Und hier in diesem Waggon haben wir das Passagierabteil. Ja, finde ich immer super. Hier, und speziell auch mit den Fenstern, dass man dann die Passagiere genau, auch sieht. es sitzen die Passagiere jetzt momentan nicht drinnen, aber Rita wird das gleich hineingeben. Und hier hinten haben wir dann noch ein kleines Badezimmer. Ist das nicht nett mit diesem Wasserhahn, dem alten klassischen, und diesem Waschbecken hier, dem angedeuteten? Also das ist schon wirklich sehr nett. Es ist nicht besonders viel in diesem Waggon, aber dennoch eine ganz coole Sache. Und hier dieses Kofferabteil habt ihr hoffentlich auch gesehen. Natürlich. Den nächsten Waggon heben wir uns bis zum Schluss auf, denn der ist was ganz Besonderes. Okay. Wir schauen jetzt, während Rita diesen Mittelwaggon mit Passagieren bestückt, uns den Heckwaggon an. Der
vom Aufbau her wieder genauso aussieht wie die Lokomotive, nur halt ohne 9 Volt Motor. Und zwar ist hier im vorderen oder besser gesagt im hinteren Teil des Zuges nochmal dieselbe Führerhauskonsole wie in der Lok. Also hier ist alles gleich. Der Sessel fehlt hier übrigens. Vielleicht ist uns der abhanden gekommen. Okay. Dann haben wir hier im mittleren Zugteil das Gepäcksabteil. Das heißt, hier sind Fahrräder drin und auch diverse Koffer. Die sind natürlich jetzt alle umgefallen. Sind da auch noch Koffer drinnen? Hier sind einige Koffer drinnen. Mir ist aufgefallen, dass allein in diesem Waggon hier 4 Koffer drinnen sind. Ich sage ja, die Koffer kann man normalerweise auch den Passagieren in die Hand geben. Und ihr seht auch schon, die junge Dame ist genauso begeistert wie ich. Sie weiß also mittlerweile, was gut ist und was nicht. Hier sind auch nochmal 3 Koffer drin. Die kann man natürlich auch den Passagieren, die am Bahnsteig auf den Zug warten, in die Hand geben. 2 Fahrräder, eines in blau und eines in schwarz. Und dann kommt hinten auch was Cooles, und zwar das Schlafabteil mit 2 Stockbetten. Die kann man sogar so hochklappen. Und wenn wir da zum Beispiel jetzt mal jemanden hineinlegen, das funktioniert relativ leicht mit diesen Jumper Plates, die hat es auch damals schon gegeben. Das heißt also, dann liegen hier unsere Fahrgäste im Schlafwaggon und hier kann auch darunter noch eine zweite Person liegen. Ist das nicht cool? Also das ist wirklich schon was Nettes. So, du hast jetzt die Passagiere in das Passagierabteil gegeben. Genau. Ich finde das echt süß, dass man da auch wirklich die Passagiere sieht. Auf der anderen Seite, ups, fast ein Attentat ausgeübt. Genau, auf der anderen Seite sieht man hier auch einen von diesen Zugmitarbeitern aus dem Fenster schauen. Ich finde das sehr süß. Mir gefällt das auch immer sehr gut, wenn die Züge gut gebucht sind, wenn viele Tickets verkauft wurden und viele Leute fahren. Aber das liegt natürlich auch an der Qualität der Züge. Also das ist ganz klar. Womit wir beim absoluten Highlight des heutigen Videos sind. Und zwar stellen wir eigentlich nicht nur eine Setnummer vor, sondern um genau zu sein 2. Und zwar ist das hier... Moment. Ich kann ja auch fahren. Ich fahre noch eine Runde. Also, das ist der Setinhalt 4558. Und was wir euch hier noch zeigen, ist der Panoramawaggon aus dem Jahr 1993 mit der Setnummer 4547. Der hat 293 Teile und der kam also ungefähr 2 Jahre später als Zusatzwaggon auf den Markt. Aber Achtung, weil wenn man jetzt denkt, dass diese Figuren dabei waren, das ist nicht der Fall. Die habe ich nämlich hineingesetzt. Also bei diesem Waggon waren aber 5 Figuren im Original dabei. Wirklich? Ja, also auch hier ein Waggon zuerst mal. Man kann den Waggon separat dazu kaufen. Auf diese glorreiche Idee kommt Lego ja heutzutage leider nicht mehr. Und ich glaube, der hat ungefähr 40 € gekostet, umgerechnet. Er erschien später auch nochmal unter der Setnummer 10.002 in der Legends-Serie, also passend zu dem hier. Und das Spezielle daran ist eben, dass er erstens mal um ein ganzes Stück länger ist als die anderen Waggons und es ist ein Doppelstockwagen. Also ihr seht schon, wir haben Türen auf allen Seiten, 1, 2, 3, 4. Oben dinieren die Passagiere und unten schlafen sie. Ist das nicht cool? Und man kann hier oben auch aufmachen. Und dann kann man so den oberen Stock herausnehmen. Und wie gesagt, diese Passagiere waren bei diesem Set dabei. Das ist ein Waggon. Wir zeigen euch die Passagiere jetzt einfach mal so. Ich hoffe, die Kamera fokussiert hier. Aber ich glaube, es waren andere dabei. Momentan leider nicht. Das ist original. Das habe ich zuerst gerade erst aus der Schachtel herausgeholt. Dieses Set hat seit ungefähr 10 Jahren niemand mehr in der Hand gehabt. Das müssen die Originalfiguren sein. Also hier haben wir 3 Passagiere, die hier auf den Tischen sitzen und hier haben wir nochmal für euch 2 Schlafabteile, die hier sogar Waschbecken mit dabei haben. Und ja, also es sieht so aus, als würden sich diese Passagiere hier sehr wohl fühlen und die Fahrt mit dem Metroliner genießen. Genauso wie wir das machen würden, natürlich. Könnten wir mit diesem tollen Lego-Zug selbst mitfahren. Das geht leider nicht.
wir können nur in der Lego-Variante auf 9-Volt-Gleisen damit fahren, aber das ist ja eigentlich auch nicht so schlecht, oder? Definitiv. Deswegen würde ich sagen, wir fahren noch eine kleine Runde und lassen den Tag somit schön ausklingen. Also für mich ist dieser Tag jetzt schon perfekt. Es kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Es könnte nur mehr entgleisen, aber das hoffen wir ja dann noch. Das ist das erste Zugvideo. Wir wollen den Tag vor dem Abend nicht loben, wo bis jetzt noch kein Unfall passiert ist. Weder, dass der Zug von sich entgleist, noch, dass ich ihn aus den Schienen haue. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Wir bessern uns, glaube ich. Dann fahr ruhig, damit das auch nicht passiert. In dem Sinne wünschen wir euch natürlich noch einen schönen Tag. Baut was Schönes. Vielleicht schickt ihr uns ja auch ein Foto. Wir haben schon ein paar Sachen von euch gesehen. Es sind echt super Sachen dabei. Auch super Inspiration für uns. Da freuen wir uns immer sehr. Und in dem Sinne, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.